Hast du auch schon Live-Konzertmitschnitte mischen müssen und hattest Schwierigkeiten, die einzelnen Signale als eine Einheit erscheinen zu lassen? Hast du auch schon eine Monospur aufgenommen und warst erstaunt über die asymmetrisch aufgenommene Wellenform? Das Problem liegt meistens in der Phasenlage. Was das ist und wie du Herr der Situation werden kannst, erfährst du im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen bei Mondstein Records. Mein Name ist Tom Wettstein und heute zeige ich dir, wie du zwei Signale, die nicht phasengleich sind, wieder passend machen kannst. Das Werkzeug, welches du brauchst, heißt Phase Shifter und wurde vom High-End-Ingenieur Roger Schult als Hardware entwickelt. Mit knapp 500 € liegt es in einem mehr oder weniger bezahlbaren Bereich. Du brauchst zwar noch ein 500er Serien Rack, aber falls du schon Besitzer eines desselbigen bist, kannst du dir ja überlegen, solch ein Modul anzuschaffen. Doch was, wenn du keinen Platz für ein weiteres Hardware-Unit hast oder es dir einfach zu teuer ist? Dieser Idee hat sich die junge Plugin-Entwicklerfirma Maat angenommen und das Unit in Zusammenarbeit mit Roger Schult auf digitaler Basis für deine DAW gemodelt. Für ein Fünftel des Preises ist das Plugin schon eine Überlegung wert, da fehlerhaftes Material oft mit Phasenproblemen zu tun hat und es sonst kaum Plugins gibt, die solche Aufgaben meistern können. Phasenprobleme entstehen immer, wenn zwei Schallquellen, die nicht symmetrisch schwingen, gemischt werden. Es entstehen Phasenauslöschungen und Kammfiltereffekte. Als Beispielsmaterial habe ich einen Sinus-Sweep verwendet. Der klingt folgendermaßen. Dieser ist Mono, wie du auf dem Korrelationsmeter gut erkennen kannst. Ich kopiere nun dieses File auf eine zweite Spur und setze sie im Panorama ganz links und ganz rechts. Wenn die Files nun miteinander abgespielt werden, klingen sie wie ein Monosignal, da beide Lautsprecher synchron miteinander schwingen. Sehen wir hier auch beim Korrelationsmeter, es klingt wie das vorherige File alleine. Ich lade nun ein Sample Delay in die eine Spur. Dadurch ist es mir möglich, die eine Welle gegen die andere zu verschieben. Und das klingt so. Du siehst auch klar auf dem Korrelationsmeter, dass das Ganze irgendwie ein Problem hat. Beim Monoschalten beginnt das Signal zu oszillieren. Wenn ich also das Sample Delay ausschalte, dann ist es wieder sauber und phasengleich. Und so fängt es an, komische Artefakte zu hinterlassen. Noch extremer wird es, wenn ich die eine Spur oder das eine Signal um 180 Grad drehe, das heißt, die ganze Welle invertiere. Das klingt so. Du wirst wie in ein Vakuum gesogen und kannst die Position des Signals nicht orten. Beim Monoschalten löschen sich die Signale zu 100% aus. Das sehen wir auch hier beim Korrelationsmeter, ist Vollanschlag auf Rot. Dieses künstliche Beispiel zeigt, wie sich Phasenungleichheiten auf das Audiosignal auswirken. Solche Phasenkorrelationsprobleme treten aber auch im Recording auf. Sobald du eine einzelne Schallquelle mit zwei Mikrofonen aufnimmst, verändert sich deren Phasenlage. Durch den nicht identischen Abstand der Mikrofone zur Quelle und deren unterschiedlichen Frequenzbild unterscheiden sich die beiden Aufnahmen. Im folgenden Beispiel zeige ich eine Gitarrenaufnahme, die in der Phase korrigiert werden muss. Die verzerrte Gitarre wurde mit zwei Mikrofonen aufgenommen. Die erste Spur mit einem Shure SM57, die zweite mit einem Sennheiser MD419. Die Aufnahme des Shure-Mikrofons besitzt ein mächtiges Bassfundament. Die Aufnahme des MD419 hat einen schimmernden Glanz. Jedes Mikrofon für sich klingt ganz okay,
Aber wenn ich die beiden Signale zusammen mische, löschen sich gewisse Frequenzen aus und das Gitarrensignal klingt seltsam dumpf und dünn. Eine Option wäre, das eine Signal in der Phase um 180 Grad zu drehen. Da die Bässe aber phasengleich sind, löschen diese sich nun gegenseitig aus. Das hören wir, wenn ich hier das einschalte. Jetzt sind nur die Höhen präsent und jetzt nur die Bässe. Wir wollen aber beide Frequenzen haben. Und hier kommt das Phase Shift Plugin von Maat zum Einsatz. Mit dem Regler hier unten kann ich bestimmen, ab wann die Frequenz gedreht werden soll. Das heißt, alles über 4 kHz kann man in der Phase rotieren. Und hier haben wir den Regler, der die Grad angibt der Phasenlage. So hört es sich an ohne Plugin. Jetzt schalte ich es mal ein. Hat sich schon leicht etwas verändert, weil wir ab 4 kHz 15 Grad verschoben haben. Und jetzt drehe ich das ein bisschen auf. So, und jetzt haben wir wieder die Höhen und die Bässe. Zum Vergleich, so ist es ohne, so ist mit. Der Unterschied ist sehr gut hörbar und der Klang hat wieder einen natürlichen Charakter mit Bässen und Höhen. Den Phase Shifter kannst du aber auch auf Monosignale anwenden. Manchmal kommt es vor, dass eine Aufnahme seltsam unbalanciert aussieht. Das kann an einem Gleichstromversatz liegen, kann aber auch von einem Phasenproblem herrühren. Meistens ist es eine Kombination der beiden. Mit dem Phase Shifter kannst du das wieder richten. Um den Effekt anschaulich zu machen, benutze ich Wavelab. Dieses Programm besitzt eine Wellenformanzeige, welche die Änderungen im Audiofile in Echtzeit anzeigt. Die Wellenform dieses TB303 ist sehr einseitig. Mit dem Frequenz- und dem Phasenrotationsregler kannst du das Signal nun zentrieren. Meiner Meinung nach klingt das Signal nun entspannter. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Membran der Lautsprecher wieder normal schwingen kann und nicht auf eine Seite gedrückt wird. Der Phase Shifter ist ein sehr spezialisiertes Werkzeug und wird vor allem bei Stereoaufnahmen gebraucht. Es gibt kaum ein anderes Tool, welches solche exotischen Funktionen hat und diese spezifische Arbeit verrichten kann. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst doch ein Like da und abonniere den Kanal. Wir sehen uns gleich wieder auf www.mondstein-records.com.